Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Da manche gerne von euch mit dem Lane Assist fahren und andere wiederum nicht, gibt es folgendes Problem. Das Fahrzeug übernimmt eine voreingestellte Einstellung und da kommt die Lane Assist Memory Codierung jetzt ins Spiel. Auto fährt, Lane Assist ist an, wir machen das Auto aus, Zündung wieder an und der Lane Assist ist ausgeschaltet. Und hier mit diesem Knopf muss man ihn dann bei jedem Start wieder einschalten. Das können wir ändern mit der Memory-Funktion. Die werden wir jetzt codieren. So, Lane Assist sehen wir hier, ist eingeschalten. Wir starten den Motor, machen ihn wieder aus und machen ihn wieder an. Und der Lane Assist bleibt eingeschalten. Genauso wäre es, wenn wir das Ganze ausgeschaltet hätten, dann wäre er auch ausgeblieben. Ihr startet das Auto, macht die Zündung an. So, Stand. Ihr seht, der Lane Assist ist immer aktiv. Mit einer Codierung können wir das Ganze ändern. Wir können die Codierung auf Memory stellen, so dass euer letzter Zustand gespeichert wird. Fahrt ihr gerne mit dem Lane Assist und habt ihn immer gerne aktiv, dann bleibt es so. Macht ihr ihn generell gerne aus, dann ist er beim Start auch aus. So wie ihr das wollt. Das codiere ich jetzt und zeige es euch nochmal. So, nein, bevor wir das Ganze codieren, zeige ich euch das Ganze nochmal an einem Beispiel. Wir schalten den Lane Assist jetzt aus. Lane Assist ist ausgeschaltet. Wir machen die Zündung kurz aus. Machen die Zündung wieder an. Und wir sehen, Lane Assist ist wieder eingeschaltet. Das Ganze werden wir jetzt ändern mit einer Codierung und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das Ganze jetzt auf Memory codiert. Das bedeutet, Moment. Das bedeutet, ich mache den Lane Assist jetzt aus, schalte die Zündung ab, schalte die Zündung wieder ein. Und er sagt es auch gleich, der Lane Assist bleibt deaktiviert. Er zeigt es mir sogar gleich beim Starten mit einer Meldung. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr solche Codierungen sehen wollt, dann folgt bitte meinem Kanal. Dort seht ihr auch noch weitere Codierungen, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel CarPlay Wireless und auch CarPlay Fullscreen. Ich blende euch den Link oben links ein. Viel Spaß beim Zuschauen.